Buenas und herzlich willkommen zu unserem Video Nummer 65. Mir kann man ja viel machen, ne? Ich bin ein offener Mensch, ich bin ein humorvoller Mensch, aber das ging dann doch zu weit. Bevor ich euch Bilder zeige von der Baustelle und auf eure Frage eingehe, und zwar eigentlich vorweg, ja, ich bin ein mega toleranter Mensch und ja, was ich aber überhaupt nicht haben kann, ja, sind irgendwelche Kommentare mit irgendwelcher Schwurblerei, Behauptungen, ja, wo man merkt, okay, der war noch nie in Paraguay und was gar nicht geht. Also das kann er schreiben, was er will, alles cool, ja. Der kann über Sachen behaupten, über Paraguay, auch wenn er noch nicht da war, ist mir alles egal, das toleriere auch. Was aber überhaupt nicht geht, dass unter meinen Videos irgendwelche Paraguayer beleidigt werden. Das geht überhaupt nicht und das werde ich ja nicht dulden. Das geht gar nicht. Ihr könnt alles schreiben, wie gesagt, ja, alles cool. Und ja, wenn das Grundstück scheiße ist, wo ich wohne, hey, so what, ja, scheißegal. Aber Beleidigungen gegen Paraguayer, die er gar nicht kennt, ich behaupte mal, er war nie in Südamerika, ja, das geht nicht, Jungs. Also das könnt ihr nicht machen. Das lasse ich so nicht stehen und das wäre löschen. Gut, dann kommen wir zu euren Fragen. Frage Nummer 1, beziehungsweise viele Nachrichten per WhatsApp, auch bei Instagram, wo das Thema Sicherheit gekommen ist. Ja, ob wir keine Angst haben vor Überfällen. Prinzipiell muss man mal sagen, dass wir vor überhaupt gar nichts Angst haben. Also wir haben weder Angst vor irgendwelcher Krankheiten. Wir haben keine Angst vor Motorradfahren, wir haben keine Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, wir haben keine Angst. Wir haben überhaupt keine Angst. Warum? Weil Angst, meiner Meinung nach, hindert das Ganze bloß, das Leben zu genießen und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Und Angst ist kein guter Ratgeber. Und ich kann es nur jedem empfehlen, ja, sich nicht von der Angst leiten zu lassen. Weil wer Angst hat oder Personen, die Angst haben, die lassen sich ganz, ganz leicht kontrollieren. Wir nicht. Aber Thema Sicherheit. Thema Sicherheit, natürlich haben wir einen Zaun. Ja, mit Stacheldraht. Also das hält dann die Eindringlinge auf. Hier haben wir ja eine Reihe bzw. zwei Reihen. Der kommt ja aber weg wieder. Aber jetzt Pica, ja, gracias. Entschuldigung, was noch viel wichtiger ist, und zwar meine Frau, die ist Schützekönigin oder war Schützekönigin beim Schützenverein und damit haben wir eigentlich Thema Sicherheit abgehakt. Nein, jetzt Pica, ja, gracias. Des Weiteren sieht es ja so aus, dass auf diesem Gelände, also auf diesen 3 Hektar, werden später ca. 30 Leute leben. Pica, ja, gracias. Thema Sicherheit kann ich immer wiederholen. Nachbarschaft ist Nummer 1 hier in Paraguay. Vertragt euch mit an euren Nachbarn. Und dann wohnt ihr schon mal sehr gut, ja, sehr sicher, sagen wir es mal so. Und jetzt habe ich den Vater verloren. Pica, ja, gracias. Ich bin wieder da. Thema Sicherheit. Durch den Sturm kam das Bienennest runter. Jetzt haben wir lauter kleine Bienen und die fliegen dann ab und zu mal rum. Dann haben wir Hunde. Wir holen uns auch nochmal 2 Hunde. Und ja, wir sind auf der Hut. Da werden auch Vorkehrungen treffen. Das Grundstück ist auch kameraüberwacht. Aber auch hier Kameraüberwachung wird wahrscheinlich nicht so abschrecken. Die Kameraüberwachung ist hauptsächlich, dass wenn hier mal ein Feuer ausbricht, so, dass wir dann ganz schnell vor Ort sind. Weil wenn wir ganz unten sind, dann sehen wir das Grundstück oben nicht. Ja, man kann sich noch Waffe kaufen. Ob wir Waffe haben, keine Ahnung. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch ein Einwand. Und zwar, es kommt auch darauf an, wo lebt man. Ist genauso wie in Deutschland auch. Ja, wohne ich in einer Stadt, wo die Kriminalität hoch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dem zum Opfer falle, höher, als dass ich zum Beispiel auf dem Land lebe etc. Auch hier in Paraguay gibt es Regionen, da ist die Kriminalität höher, da ist sie weniger. Encarnación muss man sagen, ja, finde ich persönlich,
Es gibt auch andere Städte noch, die nicht so hoch von der Kriminalität sind. Und es macht dann einen Unterschied, ja, ob ich jetzt irgendwo im Outback lebe. Also das heißt, irgendwo in der Ferne ringsrum oder bis zum nächsten Nachbar sind es dann 3-4 Kilometer. Das macht schon einen ganz großen Unterschied aus. Jo, also das heißt, die Lage ist halt entscheidend, ja, für die Sicherheit, die spielt eine ganz, ganz große Rolle. Gut, dann, aber jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Thema Kräutern, da wurde ich angeschrieben, wir sollen sie doch mal beim Namen nennen. Können wir mal gern machen, es dauert nur. Es ist so, dass wir momentan so viel lernen, so viel Neues dazukommt. Wir wissen zum Beispiel, wie die Pflanze aussieht, ja, und für was sie gut ist. Der Name ist für uns noch sehr, sehr schwierig, das Ganze zu behalten, beziehungsweise zu merken. Viele Namen hier für die Pflanze sind in Guarani, also die Indianersprache, und das ist dann doch für mich noch ein bisschen sehr, sehr ja, schwierig, das Ganze zu merken. Prinzipiell gucke auch ganz, ganz viele, oder ganz viele nicht, aber viele Kinder zu. Sieht ja in der Statistik dann. Denen kann ich nur einen Ratschlag geben, ja, lernt von der Natur. Ihr könnt so viel mitnehmen. Also jetzt gerade, was wir jetzt die letzten 2 Jahre hier gelernt haben, über Pflanzen, für was dass sie gut sind, ja, über das Bauen, über die Kultur, Überleben etc. Weil es ist halt doch anders, wenn ich dann zum Beispiel die Route 8 ist es, glaube ich, nach Villarrica, da fahre ich halt mal Kilometer lang, ja, und es kommt keine Ortschaft, ja, und wenn ich dann bei 38 Grad dann liegen lasse, dann wäre es doch sinnvoll, wenn man dann ab und zu ein bisschen Wasser im Auto hätte. Ja, und das sind einfach so Sachen, wo man lernen kann. Und da kann ich euch Kinder einen Ratschlag geben. Lernt, ja, guckt Survival-Videos an bei YouTube, ja, der Fritz Meinecke zum Beispiel. Da könnt ihr richtig, richtig viel lernen. Und das ist ja ganz wichtig. Also jetzt nicht nur über die Natur, sondern Allgemeinbildung. Das ist euer wertvollstes Gut, was ihr später mal habt, weil es kann euch niemand mehr nehmen. Ja? Die Bildung bzw. das Wissen habt ihr. Genau. Aber wie versprochen, das Video kommt noch, dass wir die Kräuter und die Obstbäume abfotografiere und dann namentlich nennen. Aber wir können das so nicht merken, das geht nicht. Gut, dann nächstes Thema. So, und zwar bin ich gefragt worden. Im letzten Video hat man gesehen, dass ja, so Ziegelsteine leicht auf das Mauerwerk geklebt wurde. Und das hat den Sinn, dass die für den Putz, das heißt, hier wird jetzt eine Linie hochgezogen mit einem Putz. Ja, dass alles gerade ist. Ja, das ist zum Nivellieren von der Wand. Haben sie die dann draufgezogen. Ja, und man sieht schon, Elektrik, vorgestern haben wir es besprochen. Also das Video 64 war brandaktuell, kam ja einen Tag später raus dann. Und heute werden schon die Steckdose gesetzt und die ganze Kabel verlegt. Dann haben wir noch das Thema gehabt, ja, was unsere... Ja, die Cabañas, also die Ferienhäuser kosten, beziehungsweise auch die Grundstücke. Zum Thema Resort, da haben wir eine Facebook-Seite Sasch, die verlinke ich euch in der Beschreibung. Da wird in Zukunft alles weitere dann benannt, also wo man buchen kann. Es gibt eine Homepage über Reisebüros bei uns direkt, was es dann kostet. Aber hier bei Los Loquitos werden wir eigentlich dann nichts dazu sagen eigentlich mehr. Genauso zählt es auch für die Grundstücke. Es ist so, ja, wenn wir ein Grundstück sehen, das Grundstück vom Preis in Ordnung ist und die Lage stimmt, also wirklich Top-Lage, dann werden wir diese Grundstücke anbieten. Wir werden keine Grundstücke irgendwie anbieten, aber auch hier auf der Facebook-Seite Sasch bekommt ihr da weitere Informationen. Wir werden hier nichts verkaufen oder irgendwas über den Kanal Los Loquitos. Das geht alles über die Firma Sasch. Und es sind auch nicht viel Grundstücke, sondern es muss wirklich, ja, man muss draufstehen und sagen, okay, yo, das ist tolle Aussicht, ja, Nähe zum Zentrum und so weiter und so fort. Genau, ansonsten Beschreibung unten und dann haben wir es. Dann wurde mal gefragt, was für Holz wir nehmen für unsere Dachkonstruktionen. Jetzt zieht wieder der Wind auf. Das Holz ist Eukalyptus, das ist rotes Eukalyptusholz, ist ein Hartholz und wird in Europa, soviel ich weiß, für Gartenmöbel benutzt. Das Eukalyptusholz hat den Nachteil, bei zu großen Temperaturschwankungen
kann es dann reißen. Ansonsten ist das Eukalyptusholz, also das rote zumindest, ein sehr, sehr gutes Holz. Da oben, ich hoffe man hört es, sind die Papageien, die Amazone. Ja, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne in dieses Video drunter schreiben. Ich gehe dann in den nächsten Videos nochmal auf die Frage ein, falls ich was vergessen habe. Ansonsten, ich versuche jetzt mal die Drohne nochmal steigen zu lassen. Ist zwar ein bisschen windig, aber nicht mehr so wie vorgestern. Und verabschiede mich ja, mit Drohnenaufnahme. Wünsche euch wirklich alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.